Wie die meisten von euch wissen, gibt es viele verschiedene Heldenreisen. Nicht nur aus Marketing, Film und Fernsehen oder eben Therapie und Training, sondern es gibt auch einen unterschiedlichen Aufbau, es gibt eine unterschiedliche fundierte Basis in der Wissenschaft. Bei uns ist der Aufbau ganz klar 8 Schritte und die wissenschaftliche Basis sind systemische Konzepte und eben dieses Reifegradmodell von Graves, sodass wir bestmöglich unterstützen können, Krisen und andere Veränderungsprozesse zu meistern. Damit ihr nochmal einen guten Überblick bekommt, zum einen, wie diese Schritte ideal typischerweise aufeinander aufbauen und wie auf der anderen Seite in der Praxis die Einstiegspunkte völlig unterschiedlich sind, möchte ich euch nochmal kurz vorstellen, was denn die jeweiligen Schritte ausmacht und in dem zweiten Schritt, wie man unterschiedlich damit umgehen kann. Also Schritt 1, gucken wir doch mal drauf, was passiert denn bei dem Ruf. Es geht darum, sich damit zu beschäftigen, was möchte man eigentlich im Leben? Wie sieht die Vision aus, zu der man beitragen möchte? Also eher so ein mosaikisches Bild. Oder was ist das, was mich im Moment gerade am meisten begeistert? Wir verbinden das immer mit dem Zauberhut, dass wir sagen, nochmal, wann komme ich denn besonders in meine Kraft und wann kann ich denn gute Entscheidungen treffen, gut meine Richtung bestimmen. Aus dem Grund geht es auch meistens erst nochmal zur Inner Journey, zur Reise nach innen, um zu gucken, was macht mich besonders aus, was gibt mir Mut, was stärkt mich, was gibt mir Sicherheit, um aus dieser guten Basis heraus eine Entscheidung zu treffen, möchte ich jetzt auf Heldenreise gehen oder lieber später. Und das ist auch dieser Schritt 2, dieser Tanz auf der Schwelle. Möchte ich gehen, möchte ich nicht gehen, was müsste ich noch wissen, bin ich denn schon gefühlt bereit? Und in Film und Fernsehen seht ihr dann immer sehr schön, das ist die Situation, wo unser Held oder unsere Heldin in das Abenteuer geschmissen wird. Das ist auch dieser Point of No Return, denn in Schritt 3 geht es damit direkt weiter. Es geht darum herauszufinden, was sind die nächsten relevanten Schritte, was sind die sogenannten Adaptive Moves, die mich schlauer machen, die mir helfen, meine Richtung zu bestimmen, die mir helfen, eben meine Reise wirklich in Angriff zu nehmen. Deswegen ist bei Schritt 3 auch sehr häufig das Thema der Türsteher, also derjenigen, die noch bei uns im Weg stehen, bevor wir so richtig auf Reise gehen können, die uns helfen zu verstehen, dass vielleicht noch was fehlt. Und das, was noch fehlt, bauen wir bei unserer Heldenreise Jornada do Herói vor allem auf in Form von Ressourcen, also im Sinne von, welche Menschen braucht es noch, wer fehlt noch im Team, was fehlt uns tatsächlich an Fähigkeiten, an Kompetenzen. Was fehlt uns vielleicht an strukturellen Dingen? Auch finanzielle Themen müssen an der Stelle nochmal ihren Platz haben. Und natürlich diese Padawan-Mentoren-Beziehung. Also wie ist das Zusammenspiel von dem Mentor, der uns tendenziell hilft, die nächsten relevanten Schritte zu gehen, der uns hilft zu wachsen und der uns bestärkt darin, die große Herausforderung in Angriff zu nehmen. Und vielleicht diesmal ein bisschen anders als vorher. Wie schon angedeutet, dann sind wir hier am Teufelsberg. Dann geht es in die Situation, die wir als Drachensituation beschreiben. Dann geht es darum, den Schatten zu treffen. Ganz wichtig, an der Stelle schon mal vorweggenommen, der Schatten ist wie gesagt nichts Negatives, er ist nichts Böses, sondern er ist einfach sozusagen noch etwas, womit wir noch nicht gut umgehen können. Das sind unsere besonderen Stärken, die wir ungünstig nutzen und die es aber braucht, um diese Situation hier zu meistern. Die es braucht, um diese aktuelle Krise zu bestehen, die Herausforderung wirklich zu überkommen. Tendenziell werden wir das erste Mal in dieser Krisensituation scheitern. Sonst wäre es auch noch nicht die Krise, wenn uns nicht noch Kompetenzen fehlen würden. Und aus diesem Scheitern heraus gibt es jetzt aber verschiedene Wege. Das heißt, auf alle Fälle muss ich mich irgendwie hier oben damit beschäftigen, entweder erstmal wieder gesund zu werden, dann wäre das der Weg direkt in den Schritt 6 in die Erholung, oder ich brauche direkt nochmal neue Ideen, ich muss mich nochmal vergewissern, bin ich denn gerade eigentlich auf dem richtigen Weg. In jedem Fall geht es hier dabei darum, wieder Kraft zu tanken, etwas zu verändern, zu reflektieren, zu schauen, was ist hier eigentlich gerade passiert und sich zu stärken für diesen Schritt 7, was darum geht, die Dinge zu integrieren. Was darum geht, diese Schattenanteile aufzunehmen, um bei der nächsten Drachensituation, also wenn es zurückgeht zu diesem Teufelsberg, anders damit umzugehen, gestärkter damit umzugehen, bewusster auch zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die in diesem Moment entstehen müssen und vielleicht auch, dass man diese Momente nicht alleine bestehen kann, sondern dass es dazu Unterstützung braucht, dass es dazu eben auch Begleiter braucht. Insbesondere geht es bei diesem Schritt 7 aber auch darum, sich nochmal wirklich darauf vorzubereiten,
die Dinge in den Alltag zu übernehmen. Es geht nicht nur darum, sozusagen diese Mission jetzt hier abzuschließen, sondern es geht auch darum, zu feiern. Es geht darum, mit dem Drachen zu fliegen, damit ein Lagerfeuer zu machen und sich bei denjenigen zu bedanken, die einen unterstützt haben. Und dieser Übergang, also hier unten auch zu Schritt 8, das macht unsere Heldenreise auch so besonders, denn anders als in anderen Heldenreisen ist dieser Transfer in den Alltag entscheidend. Wir glauben nicht, dass wir in einer Woche die Welt verändern oder uns selbst komplett neu erfinden und das dann auch im Alltag weiterleben können, wenn wir nicht ständig üben, wenn wir nicht viele verschiedene kleine Transferhilfen aufbauen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Und dazu hilft auch nochmal die Klarheit, dass Schritt 8 ein Ankommen ist. Ein Ankommen in der altgewohnten Welt, in der sogenannten Alltagswelt, in den alten Mustern. Also wir werden dazu eingeladen, wieder so zu werden wie am Anfang der Reise. Wieder so zu leben, wie wir früher waren. Und genau darum geht es jetzt an der Stelle zu überlegen, was habe ich auf dieser Reise gelernt, was kann ich in neue Routinen übernehmen, was kann ich jetzt anders tun. Und das ist auch der Schlüssel, um irgendwann wieder an den Punkt zu kommen, ja, was ist denn die nächste Heldenreise? Wie kann ich mich denn, und jetzt kommt der Link zu dieser Grave-Spirale, wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Wie kann ich denn in meinem eigenen Reifegrad tatsächlich nach oben wandern? Wie kann ich wachsen? Und zwar nicht auf der gleichen Stufe, sondern wie kann ich mich weiterentwickeln? Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Diese Entwicklung startet an unterschiedlichen Ausgangspunkten. Die meisten Leute, die sich mit Heldenreise Jornada do Herói beschäftigen, sind irgendwo hier. Das heißt, meistens ist man in einer Krisensituation oder nach einer Krisensituation und möchte jetzt die schnelle Lösung. Man möchte etwas verändern, man möchte Hinweise und man denkt, oh, lass uns doch mal schnell das Problem lösen. In diesem Fall mein ganz klarer Tipp, geht nochmal zurück, schaut euch an mit Schritt 1 und der Inner Journey, was ihr wirklich wollt, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Macht euch nochmal klar, was eure Vision ist, zu was ihr beitragen möchtet. Und dann gehen auch diese Schritte bis zu dieser Krise deutlich schneller. Aber das Entscheidende ist, ihr könnt die Ressourcen aufbauen und vielleicht könnt ihr sogar hier nochmal diesen kurzen Umweg nehmen und direkt auf 7 euch mit der Integration weiter beschäftigen. Andere Menschen starten direkt aus diesem Schritt 7 und sagen, eigentlich habe ich jetzt schon ganz viel gemeistert und jetzt muss ich irgendwie im Alltag ankommen. Meine jetzige Heldenreise ist vorbei und ich möchte aber nicht vergessen, was ich alles gelernt habe.